In diesem Video werde ich dir einen relativ unbekannten Weg aufzeigen, wie du in relativ kurzer Zeit als Unternehmer im UK einen Aufenthaltstitel bekommst. Viele Mandanten sind nach wie vor daran interessiert, im UK zu leben. Das hat natürlich zunächst mal geopolitische Hintergründe. Der UK ist ein bisschen weiter westlich. Da ist hier ein Meer zwischen England und dem Kontinent, zwar kein sehr breites Meer, aber immerhin ein Meer. Immerhin wurde der UK seit 1066 nicht mehr eingenommen. Es ist ein relativ friedliches Land. Auf britischem Boden gab es im Vergleich zu Deutschland, dem Schlachtfeld Europas, relativ wenig Kriege. Dann wird Englisch gesprochen. Es gibt noch einige steuerliche Vorteile, wenn auch nicht sehr viele, wenn nur nicht dieser Brexit wäre. Brexit heißt nämlich nun, dass es sehr schwierig ist, im UK zu leben. Wenigstens als Unternehmer oder als Privatier. Rentner übrigens gilt genau das Gleiche. Es ist ziemlich einfach, als Angestellter in den UK zu ziehen. Es gibt hier viele offene Stellen und hier hat man auch als Ausländer eine Chance, denn solche Visa sind relativ einfach zu bekommen. Nicht so aber wohlhabende Menschen wie zum Beispiel eben Privatiers oder Unternehmer. Ich habe ja auf diesem Kanal schon mal eine andere Lösung vorgestellt und diese ist nämlich, wenn du zunächst nach Irland ziehst und in Irland dann den irischen Pass beantragst nach 4 Jahren, dann kannst du mit diesem irischen Pass ebenfalls im UK leben. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Und auch das ist etwas ziemlich Obskures, ziemlich wenig Menschen kennen das. Aber du kannst ein sogenanntes Business Migrant Visa auf der Isle of Man beantragen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was die Isle of Man ist. Wenn du ein Motorradfanatiker bist, dann sollte die Isle of Man ein Begriff sein. Dort findet jedes Jahr ein halsbrecherisches Motorradrennen statt. Jedes Jahr sterben Menschen bei diesem Rennen, aber Motorradfahrer kennen üblicherweise die Isle of Man. Ansonsten ist sie ziemlich unbekannt. Es handelt sich um eine Insel in der Irischen See, also zwischen Irland und UK gelegen. Es windet sehr stark, das Wetter ist schlecht. Auf der Insel gibt es 80.000 Einwohner. Die Insel ist ungefähr 1/6 so groß wie Mallorca. Also Mallorca ist 6-mal so groß wie die Isle of Man. Die Isle of Man gehört nicht zum UK. Es handelt sich um eine sogenannte Crown Colony. Das heißt also, sie gehört zwar zur englischen Krone, nicht aber zum Vereinigten Königreich. Wobei das Vereinigte Königreich eben hier sich um Themen wie Außenpolitik und auch Einwanderungsrecht kümmert. Das heißt, wenn du einen britischen Aufenthaltstitel hast, dann kannst du eben auf der Isle of Man leben. Aber umgekehrt gilt nun genau das Gleiche. Wenn du einen Aufenthaltstitel auf der Isle of Man hast und dich dort einige Zeit aufhältst und dann das sogenannte Indefinite Remain hast, normalerweise nach 3 Jahren, dann kannst du ebenfalls im UK leben. Und das kannst du eben auf der Isle of Man schon relativ einfach bekommen, indem du dort ein Unternehmen gründest. Die Isle of Man hat einige steuerliche Vorteile, so ist der Körperschaftssteuersatz 0%. Die Einkommensteuer ist jetzt nicht besonders niedrig, sie liegt bei 20%, aber eben Firmen zahlen 0% Steuern. Du musst dich dann allerdings verpflichten, hier 3 Arbeitsplätze zu schaffen auf dieser Isle of Man Gesellschaft. Das heißt also, ganz so trivial ist es dann auch nicht. Aber wir haben tatsächlich Mandanten, die das geschafft haben, die das gemacht haben. Und wenn du dann eben auf der Isle of Man gelebt hast einige Zeit, dann hast du Indefinite Remain, also eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Und dann kannst du mit dieser dann nach UK umziehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, warum kann ich nicht einfach eine Firma in UK gründen und dann damit ein Unternehmervisum in UK bekommen? Nun, der Grund ist einfach, es gibt dort nur sehr wenige Möglichkeiten, als Unternehmer ein Visum im UK zu bekommen. Du musst wirklich etwas machen, was hier hoch innovativ ist, was hier wirklich ein hoch durch Venture-Kapital finanziertes Startup ist. Dann wirst du möglicherweise auch im UK ein solches Start-up-Visum, ein solches Unternehmervisum bekommen, aber viele Unternehmer haben dazu gar nicht die Mittel oder auch nicht das Interesse dran, hier mit Venture-Kapital etc. umzugehen und dann dort ein Unternehmen zu gründen. Das ist eben auf der Isle of Man nicht notwendig. Auf der Isle of Man ist es also sehr viel einfacher, hier als Unternehmer ein Visum zu bekommen, unter der Annahme, dass du es eben schaffst, diese 3 Mitarbeiter dort anzustellen und die dann auch zu beschäftigen. Das wird tatsächlich eben auch überprüft. Das heißt also, wenn das nicht in Frage kommt für dein Unternehmen, dann brauchst du es eigentlich auch gar nicht erst zu versuchen. Wie gesagt, das hat dann natürlich schon Vorteile, wenn du ein Unternehmen auf der Isle of Man hast. 0% Körperschaftssteuer, da kann man natürlich schon was mitmachen. Du könntest eine solche Firma natürlich auch weiter betreiben, wenn du dann nicht mehr auf der Isle of Man lebst, wenn das für dich irgendwann mal in Frage kommt. Übrigens, der Mandant, von dem ich vorhin sprach, der ein solches Visum schon beantragt hat und auf der Isle of Man lebt, der ist da gar nicht hingezogen, um jetzt grundsätzlich hier später in UK zu leben. Diese Erkenntnis kam eigentlich erst später, dass man das eigentlich tatsächlich könnte. Also, ich habe dir ja gesagt, es ist eine ziemliche Nischenanwendung. Hier musst du erstmal deine Frau natürlich überzeugen können, dass sie dann wirklich auf diese Isle of Man zieht. Die ist ziemlich rau.
viel Regen, viel Wind, ziemlich familienfreundlich, muss man sagen, ziemlich wenig Kriminalität. Das natürlich auf jeden Fall ein sicheres Land. Ein sicheres Land für einen Plan B, garantiert interessant. Sie liegt weit abgelegen, man könnte auch sagen, Gott verlassen, dort in der irischen See. Ist aber durchaus natürlich gut erreichbar, sowohl von London als auch von Dublin. Und wer weiß, vielleicht ist das für dich und deine Familie eine Option, wenn dich dann hinterher ein Leben im UK interessiert. Natürlich kannst du dann auch auf den anderen britischen Inseln leben, wenn du dieses Indefinite Remain hast, also Jersey, Guernsey oder zum Beispiel auch Sark. In Irland könntest du auch leben, aber in Irland kannst du sowieso auch mit dem EU-Pass leben. Da brauchst du also überhaupt keinen Aufenthaltstitel. Also, wer weiß, vielleicht bist du jemand, für den dieses Visum in Frage kommt. Vielleicht kannst du irgendwas damit anfangen, dass die Firma im Grunde genommen keine Steuern bezahlen muss. Buchhaltung und so weiter, das muss man trotzdem machen. Dem bist du trotzdem ausgesetzt. Die Isle of Man nimmt auch am britischen Umsatzsteuersystem teil. Hier wärst du also auch von der britischen Umsatzsteuer betroffen, von der britischen VAT. Aber möglicherweise kannst du ja hier wie der andere Mandant einen Business Case für dich in diesem Szenario finden. Eine machbare Lösung ist es auf jeden Fall. Steuerlich gibt es einigermaßen interessante Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn du Kinder hast, dann werden sich diese hier über ein echtes Abenteuer freuen. Englisch werden sie auch noch lernen. Also das Ganze hat auch gute Seiten, man kann das Ganze auch positiv sehen, aber mir ist natürlich klar, es ist eine ziemliche Nischenlösung. Lass mich wissen, was du davon hältst. Kannst du dir vorstellen, hier auf einem solchen Felsbrocken in der irischen See zu leben? Wir haben dir hier im Video jetzt schon ein paar Bilder gezeigt, wie es auf der Isle of Man so ist. Es würde mich interessieren, was du dazu denkst. Ich freue mich über deine Kommentare. Wenn auch du dir vorstellen kannst, auszuwandern, sei es jetzt nach UK, auf die Isle of Man oder irgendwo anders hin, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen hier zu beraten. Firmengründung im Ausland, Auswanderung, Steueroptimierung, Vermögensaufbau und Vermögen schützen. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.